Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise rund Sizilien und befinde mich gerade in Ballestrate an der Nordküste Siziliens und fahre jetzt weiter Richtung Palermo. Und wenn du wissen willst, was ich heute alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 8. April 2022, Ostersamstag. Es ist sonnig, aber es zieht sich wahrscheinlich heute noch zu. Mal schauen. Mein Treck geht eigentlich oben auf der Hauptstraße entlang, aber da muss ich erstmal hinkommen. Jetzt war ja auch der eine Tunnel zu, direkt hier über dem Ort, also muss ich erstmal in den nächsten fahren und dann schauen, ob ich von da aus hochkomme. Das ist jetzt mal der Blick zurück auf Ballestrate. Hier unten ist der Strand und der Ort selber liegt auf so einem Cliff. Ja, und den Ausblick aufs Meer habt ihr ja heute Morgen schon gesehen. Es ist inzwischen schon 9:15. Ich bin spät dran. Ich habe mich mit dem Besitzer des Airbnb verquatscht. Der war in Amerika aufgewachsen und konnte sehr gut Englisch. War sehr interessant, was der zu erzählen hatte. Und ja, dann bin ich unten noch in die Paneria gegangen und habe mir da ein Baguette machen lassen. Und der sprach Deutsch, der war in Deutschland aufgewachsen. Die Eltern waren dann irgendwann zurückgekehrt und er hat dann da den Laden aufgemacht. Ich bin jetzt in Trappeto und das ist die Piazza Madonna di Fatima. So, jetzt komme ich auf die Hauptstraße zurück. Aber hier war auch wieder eine Galerie geschlossen. Da habe ich jetzt wirklich Glück gehabt, dass die so umfahren konnte alle. Ja, es sind ein paar beeindruckende Berge. Ich hoffe, ich kann am unteren Rand da entlang fahren. Mal schauen. Ja, es schlängelt sich jetzt hier so am Berg entlang. Links ist das Meer. Kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil hier kann man nicht halten. Jetzt habe ich doch mal einen Platz gefunden, wo ich anhalten kann. So, Palermo sind es jetzt noch 43 Kilometer. Eigentlich wollte ich da gar nicht reinfahren, aber es geht jetzt leider gar nicht anders. Ja, vielleicht ist es ja doch ganz schön. Es geht zwar an den Bergen entlang, aber trotzdem hoch. Ja, leider gibt es hier nicht viel zu filmen, weil links immer Bäume sind zum Meer hin. Weil jetzt kommt ein Tunnel oder Galleria, wie es hier genannt wird. Der Rennradfahrer da vor mir fährt auch rein, dann kann ich das wohl auch. Ja, Rennradfahren ist beliebt hier. Direkt parallel führt die Autobahn, deswegen ist hier nicht so viel los. Ich hoffe auch, dass die Lastwagen alle da fahren. Nur grüne Schilder. Ich hoffe, wenn ich nach links fahre, komme ich jetzt nicht auf die Autobahn. Ah, da ist noch ein blaues Schild. Palermo, 36 Kilometer. So, hier ist mal wieder Stau. Die Rennradfahrer ohne Gepäck können sich da durchmogeln. Mir ist es ein bisschen schwerer. Ja, was er jetzt macht, weiß ich nicht. So ist das hier ständig. Einen Ortskern überlebt. Das war knapp. Genau, der hier hat zurückgesetzt, dem wäre beinahe noch einem reingefahren und mir auch. Ja, muss wirklich sehr aufpassen. Es war Cinisi, jetzt weiß ich nicht, wie der Ort heißt. So, der nächste Chaosort. Sucht einen Parkplatz gefunden, aber das heißt nichts. Eine schöne Kirche und ein paar nette Häuser. Das sind von hier aus ungefähr noch 25 Kilometer bis Palermo. Ich mache jetzt gleich die Tür auf. Er hat die Hand schon dran. Ja, er hat mich aber gesehen. Jetzt ging es mal ein Stück voran, jetzt stehen sie wieder. Geschafft. So, wir stehen wieder. Weil
zwei Straßen aufeinandertreffen, aber es fädelt sich von alleine ein. Die brauchen hier keine Ampel. Einer fährt von rechts rüber, einer kommt von links rüber. Aber es passt. Wo will der hin? Ah, da drüben ist eine Bar und ich brauchte dringend einen Kaffee. Aber ich komme hier nicht über die Straße. Und wenn ich auf die andere Seite komme, komme ich nicht wieder zurück. Und ich bin noch 25 Kilometer von Palermo entfernt. Wie soll das erst in der Stadt werden? Hier sieht es doch mal richtig nett aus. So, ich bin jetzt in den Ausläufern von Palermo. Ich werde durch die Stadt nur durchfahren und nur das zeigen, was ich dann da sehe. Da gibt es immer wieder Leute, die sich darüber aufregen und sagen, hey, warum guckst du dir nichts an? Dann kann ich nur sagen, das hier ist ein Radfahrkanal und kein Kulturkanal. Es gibt so viele andere Videos auf YouTube, wo man sich alle Sehenswürdigkeiten von Palermo sehr schön anschauen kann. Da muss man sich nicht diesen Kanal angucken und dann einen dummen Kommentar da lassen. Wenn ich mir jetzt was anschauen wollte, dann müsste ich da bleiben. Wenn das passt, mache ich das auch. Wie zum Beispiel in Agrigent, wo ich das Tal des Tempels mir angeschaut habe. Aber jetzt ist heute Ostersamstag, morgen ist Ostersonntag. Die Hotels sind alle belegt und sehr teuer. Und morgen kann ich mir die Stadt auch nicht richtig anschauen, weil es garantiert eine riesige Prozession geben wird. Ja. Also auf einer Radreise sind Städte Hindernisse. Es stinkt, es ist chaotisch, lebensgefährlich. Ich wäre am liebsten drumherum gefahren, aber es ging jetzt nicht. Also ich bitte da um Verständnis. So, nun beginnt der totale Wahnsinn. Man kann mich eigentlich nicht schrecken. Ich bin ja schon durch Tirana, Paris, Berlin und durch die ganzen spanischen Städte an der Mittelmeerküste gefahren. Da sollte das jetzt hier auch klappen. Hier ist jetzt zum Glück so eine Busspur. Ich weiß gar nicht, ob ich da fahren darf, aber ich mache es jetzt. Aber ich muss auch gleich nach links abbiegen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich bin schon mal auf der Linksabbiegelspur. Das ist schon mal gut. Es scheint keinen Gegenverkehr zu geben. Einbahnstraße. So, ich war jetzt hier ein Stück in die Richtung und dann nach rechts ab und die Straße sollte mich dann gerade auf den Hauptplatz führen. Die Piazza Vittorio Veneto. Die Statue hier, diese Siegessäule oder was immer das ist, hat einen sehr langen Namen. Kann ich jetzt nicht aussprechen. Ja, an sich ist das hier für so eine Einfallstraße sehr schön gemacht hier. So eine Platanenallee. Aber dieser Verkehr. So, jetzt geht es hier wohl in die Altstadt. Ich fahre jetzt einfach mal da rein. Sieht nach Fußgängerzone aus. Das hier ist die Piazza Ruggero Settimo und das scheint das Garibaldi-Theater zu sein. Am Samstag durch die Fußgängerzone in Palermo, eine super Idee. Ja, das ist das Teatro
Massimo Vittorio Emanuele. Und auch hier ist jede Menge los. Oh, hier gibt es auch eine Fahrradspur, aber hier laufen die Leute auch drauf. Da stehen Kaffeestühle drauf. Ja. Das funktioniert ja auch so. Da schlagen sich auch noch andere durch. Die haben allerdings die Klingel. Ich habe keine. Das ist jetzt die Piazza Pretoria. Das soll der Hauptplatz hier sein mit der Fontana Pretoria, die zur Ehren von Garibaldi, glaube ich, hier steht, der hier mal gewesen ist. Und das ist die Chiesa Santa Caterina. Super schwer hier zu filmen. Straßenmusikanten, Busse, Bimmelbahn, Tuk-Tuks. Ja. Schafft. Mal sehen, ob ich jetzt auch aus der Stadt rauskomme. So, das ist die Piazza Bellini mit dem Dom. Und ich muss jetzt schnell filmen, weil da sitzen zwei Straßenmusikanten und machen furchtbare, ganz schreckliche Musik. Deswegen kann ich jetzt hier auch nicht filmen. Ja, das ist immer das Problem. An den schönsten Plätzen sitzen immer diese Straßenmusikanten. Und dann kann man da nicht filmen, sonst kriegt man Copyright-Probleme. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war in Santiago de Compostela. Da hat einer Dudelsack gespielt, was überhaupt nicht passte. Und der hörte nicht auf. Ja, und da muss man eben morgens ganz früh kommen, wenn noch keine Touristen sind. Und das kann man eben nur, wenn man in der Stadt übernachtet hat. Und das hätte jetzt auch keinen Sinn, weil morgen ist Ostern und da ist am Dom dann was anderes los. Jetzt wollte ich mich da eigentlich gemütlich hinsetzen und das Panino essen, was ich mir heute Morgen habe machen lassen. Aber es war so laut und so unerträgliche Musik. Ganz schlecht, dass ich das jetzt da nicht machen konnte. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo ein anderes schönes Plätzchen finde. So, hier bin ich jetzt in einen Markt reingeraten, da komme ich mit dem Fahrrad auch nicht durch. Es muss doch irgendwo einen Platz geben mit einer Bank. Jetzt bin ich hinten an dem Markt dran, da komme ich auch nicht weiter. Ein bisschen von der Hauptstraße weg. Jetzt schon weniger touristisch und sehr einheimisch hier. Ich sehe eine Kirche, da kann man sich vielleicht auf die Treppen setzen. Es wird immer wilder. Und ich fürchte, die Kirche ist auch zugestellt. Nichts mit auf den Treppen sitzen. So, ich bin aus dem Gröbsten raus, aber ich muss da, glaube ich, wieder rein. Um jetzt hier wegzukommen. So, das ist jetzt mein Platz. Das hat gut getan. Bin ich ein bisschen runtergekommen und habe jetzt wieder Energie, hoffe ich. Ja, das Einfachste wäre jetzt runter zum Meer zu fahren, um aus der Stadt rauszukommen. Aber diese Straße, die da direkt hinführt, ist Einbahnstraße. Das schiebe ich bis zum Bahnhof, denke ich mal, und ab da kann man dann wieder fahren. Es ist inzwischen schon 1:45. Es dauert bestimmt noch mindestens eine Stunde, bis ich hier raus bin. Und dann kann ich eigentlich schon wieder anfangen, nach einer Unterkunft zu suchen. Es nutzt jetzt auch nichts, hier rechts reinzufahren und dann parallel runter zu fahren, weil da kommt dann der Bahnhof, das ist ein Kopfbahnhof, dann Gleise, kommt man dann auch nicht durch. Und das müsste jetzt der Bahnhof sein. Ich glaube, ich muss jetzt hier den Straßenbahnschienen folgen und dann komme ich auch aus der Stadt raus und zum Meer. Die biegen auch irgendwann ab. Das geht leider nicht. Der hat mich jetzt vollgeschnitten und will jetzt hier parken. Hier hängt überall an der Straße Wäsche auf den Balkonen. Wird bestimmt schön trocken, aber sauberer wird die dadurch sicher nicht.
So, jetzt biegen die Gleise ab von der Straßenbahn. Ich glaube, ich kann jetzt dann geradeaus weiter runterfahren zum Meer und folge dann der Straße da nach Osten. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass das keine Einbahnstraße ist nach rechts. Aber das sieht nicht so aus. Und da ist das Meer. Da drüben scheint ein Fahrradweg zu sein. Mal sehen, wie lang das so geht. Ja, klappt eigentlich ganz gut bisher. Die Bordsteine sind zwar nicht richtig abgesenkt, aber man ist wenigstens ein bisschen aus dem Verkehr raus. Ja, und direkt hier neben ist das Meer, man sieht nicht viel davon. Ja, aber das ist die beste Möglichkeit, aus der Stadt rauszukommen, glaube ich. Jetzt ist es auch vorbei mit dem Radweg. Es ist inzwischen fast 3 Uhr. Ich bin in Villa Bate und jetzt aus dem Größten raus. Aber jetzt fängt es hier natürlich wieder an. Das ist inzwischen auch schon Zuckerazzi. Überall hier an der Straße werden Früchte verkauft. Ich weiß nicht, ob die lokal dann angebaut sind. Sehr schön. Und noch eine schöne Kirche hier, wunderbare Pinien. Toll. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Halbinsel überquert hinter Palermo. Und jetzt geht es weiter an der Nordküste. Aber da muss ich jetzt erstmal hinkommen. So, hier ist jetzt schon Messina angeschlagen. 241 Kilometer. 240 Kilometer, das könnte man jetzt theoretisch in 3 Tagen schaffen, aber das möchte ich gar nicht. Ich lasse mir lieber Zeit. Ich fahre von meinem nächsten Quartier aus wahrscheinlich dann nur bis Cefalù. Und schaue mir das genau an. Vielleicht fahre ich auch noch nach Taormina. Mal gucken. Da oben auf den Bergen liegt jedenfalls Schnee, wenn ich das richtig sehe. Ja, es ist tatsächlich Schnee da oben auf den Bergen. Mein Gastgeber letzte Nacht meinte aber, dass die Temperaturen im Moment für April ganz normal wären. Es würde erst im Mai warm hier auf Sizilien. Links von mir ist jetzt auch das Meer, aber dazwischen ist die Eisenbahnlinie. Jetzt ging es noch mal richtig hoch. Jetzt geht es wieder runter. Ich bin jetzt auch gleich da, wo ich hin will, wo ich meine Unterkunft gebucht habe. Und ich hoffe, dass da jetzt kein Berg mehr kommt, aber da sehe ich schon den nächsten. So wird das jetzt die ganze Strecke bis nach Messina weitergehen. Auch deswegen ist das schon utopisch, das in 3 Tagen schaffen zu wollen. Ich meine, es gibt Leute, die machen das, aber ich nicht. Das ist doch mal ein fantastischer Ausblick hier. Wahnsinn. Auch in die andere Richtung sieht es fantastisch aus. Das ist San Nicolo l'Arena, aber ich muss jetzt hier unter der Eisenbahn durch zu meiner Unterkunft. Vielleicht gehe ich gleich noch in den Ort. So, das scheint es zu sein. Jedenfalls das Schild, aber das Tor ist zu und die Hunde mögen mich auch noch nicht so richtig. Sie wählen zwar mit dem Schwanz. Naja, jetzt will ich mal versuchen, jemanden zu erreichen. Auf den Klingeln ist kein Schild. So, das ist die Strecke, die ich heute gefahren bin. Ballestrate liegt ungefähr hier. Hier hochgefahren, dann nach Palermo rein, durch Palermo durch, dann über diese Halbinsel jetzt hier hin. So, das ging ganz unkompliziert. Man musste nur die richtige Klingel finden und das ist der Zugang zu meiner Wohnung. Ja, das ist ganz praktisch hier. Das Bett, vorne das Bad und eine kleine Küche. Alles da, was man braucht. Ja, die 2 sind gut drauf. Ich mache mich jetzt ein bisschen frisch und dann gehe ich vielleicht noch mal runter in den Ort.
bin jetzt mal in den Ort runtergegangen. Mal sehen, ob es hier was zu sehen gibt. Einen Supermarkt, einen Gemüsemarkt, einen Hafen, ein Restaurant und eine Kirche. Unten am Hafen gibt es sogar noch eine Festung. Und von der Festung aus hat man einen wunderbaren Blick aufs Meer und die Berge. Und da werde ich die nächsten Tage entlang fahren. Das ist jetzt, glaube ich, alles, was man in San Nicola l'Arena sehen kann. Morgen geht es dann, wie gesagt, weiter an der Küste Richtung Cefalù. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!